Hallo, ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Manchmal nehme ich am Anfang einen Graphitstift und zeichne, ohne großartig darüber nachzudenken, ein paar Linien auf die Leinwand, um mich etwas von meinem Alltag zu verabschieden und mich auf die Malerei einzustellen. Dann habe ich etwas Wasser auf die Leinwand gesprüht und das Graphit löst sich dann immer ein Stückchen an, was aber nichts macht, weil ich anschließend 3 verschiedene Rottöne auf die Leinwand gebe und sie dann mit dem Pinsel in Wellen und Linien verteile. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, eine Hintergrundgestaltung zu machen, und ich habe mich jetzt für lockere Schwünge entschieden, um einen relativ lebendigen Hintergrund zu haben. Da ich aber heute mit meiner Glättkelle arbeiten werde, kann es sein, dass man davon hinterher nicht mehr so viel sieht. Durch die Kameras betrachtet sehen diese 3 Rottöne jetzt relativ ähnlich aus, auch wenn ich jetzt mit dem Reflex Rosé ein paar hellere Akzente auf die Leinwand bringe. Mit dem bloßen Auge sah das jedoch etwas anders aus, und wenn ich gleich meine Glättkelle über die Leinwand ziehe, seht ihr auch, dass es ein paar Linien gibt, die sich bei dem ersten Farbauftrag abzeichnen. Um anschließend mit der ersten Schicht weitermachen zu können, trockne ich die Hintergrundfarbe einmal mit dem Föhn an. Ich verwende heute meine Glättkelle, um ein abstraktes Bild zu malen. Es ist aber nicht die Rakeltechnik in Reinkultur, sondern ich werde die Glättkelle heute ein bisschen dazu benutzen, auch Kratzer und Linien in verschiedene Farbschichten zu machen. Die Farbe sieht vielleicht weiß aus, aber ich habe hier schon die erste Effektfarbe verwendet. Es ist eine der Perlfarben, und zwar die Perlfarbe Grün. Nach der eher dunkleren Farbschicht in Rot hatte ich gedacht, eine etwas hellere Farbe zu verwenden. Es wären verschiedene Farben in Frage gekommen, aber ich wollte auch so ein bisschen mit einem Kontrast spielen. Und ein Kontrast zu Rot ist in dem Sinne ja Grün. Metallicfarben mag ich auch sehr gerne, und deshalb ist die Wahl auf das Perlgrün gefallen. Mithilfe der Kanten der Glättkelle kratze ich jetzt wieder etwas Farbe aus der perlgrünen Farbschicht heraus und setze auch nochmal ein paar Akzente, sodass die nächste Farbschicht an den Erhebungen hängen bleibt und Vertiefungen freigelassen werden. Nach der transluzenten Perlfarbe folgt jetzt eine deckende Farbe, und zwar in Türkisgrün. Ich werde aber die Farbe akzentuiert auf die Leinwand aufbringen und auch hier mit den Kanten meiner Glättkelle arbeiten und ein paar Vertiefungen in die Schicht kratzen. Ich möchte ein bisschen mit den Schichten spielen, sodass ich Durchblicke habe und andererseits auch Flächen, durch die ich nicht hindurch gucken kann. Das Bild wird heute eine komplett andere Farbgebung haben, als ich sie sonst verwende.
Ich wollte etwas ausprobieren und gucken, wie sich eine Farbgebung anfühlt, die außerhalb meiner Komfortzone ist. Und ich vermute mal, diese Farbgebung wird hinterher auch außerhalb der Komfortzone von den meisten von euch sein. Ich kann mich täuschen, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube schon, dass das so sein wird. Durch das Abkratzen der Farbe ist die Farbschicht dünner und trocknet auch eher an. Das heißt, ich versuche hier gerade mit der Glättkelle die Farbe noch ein bisschen über die Leinwand zu ziehen und normalerweise würde die darunterliegende Schicht sich ein bisschen mitziehen lassen, doch das ist heute bei diesem Bild nicht mehr der Fall. Nach dem Türkis und dem Grün brauchte ich eine hellere Farbe. Ich habe wieder zu einer Effektfarbe gegriffen und zwar zu dem Perlviolett. Dadurch, dass es auch wieder zu den transluzenten Farben gehört und ich es relativ akzentuiert auftragen möchte, wird es also nach dem Auftrocknen ein paar Stellen geben, wo die Farbe vermutlich durchschimmert, aber ich habe nicht vor, heute flächendeckend damit eine Bahn zu rakeln. Wie gesagt, ich experimentiere ein bisschen und das gilt dann natürlich auch für meine geliebten Perlfarben. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr das Rakelwerkzeug so aufsetzt, dass ihr mit einer Ecke ein paar Linien ziehen wollt, seid ein bisschen vorsichtig, denn die Kanten sind so scharf, dass man damit Löcher in die Leinwand machen könnte. Das ist mir zwar noch nicht gelungen, aber ich habe das Geräusch gehört, als ich das darüber gezogen habe und ich könnte mir vorstellen, dass es je nach Grammatur des Baumwollmischgewebes tatsächlich zu einem Loch kommen könnte. Der nächste Farbton ist ein deckendes Rosa. Und zwar gibt es bei Amsterdam Acrylics verschiedene Rosatöne. Und das eine, was diesem Ton so ähnlich sieht, ist das Hellrosa. Und der Farbton, den ich hier verwende, ist das sogenannte Persischrosa. Das Persischrosa unterscheidet sich zum Hellrosa dahingehend, dass es ein kalter Rosaton ist und einen ganz leichten blauen Anteil hat. Und deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, weil ich bislang das Türkisfarbene da drauf habe und als nächste Schicht mit dem Preußischblau arbeiten werde. Viele von euch kennen inzwischen das Preußischblau. Es kommt so dunkel daher und es handelt sich dabei trotzdem um eine transluzente Farbe. Und genau das mache ich mir jetzt hier ein bisschen zunutze. Ich bin relativ sanft dabei, es aufzutragen. Ich gucke erstmal, wie mir die Farbgebung auf meiner bisherigen Leinwand gefällt und entscheide mich dann, auch das Blau ein bisschen stärker aufzutragen, aber nicht so stark, dass die darunterliegenden Farbschichten komplett verschwinden.
Ich hatte ja gesagt, dass ich heute mit den Farben etwas experimentieren werde und mich auch außerhalb meiner Farbkomfortzone bewegen werde. Mir hat jedoch das Preußisch Blau in diesem Zusammenhang nicht ganz so gut gefallen und deshalb versuche ich jetzt mit der Perlfarbe Blau etwas darüber zu gehen, um das Preußisch Blau heller zu bekommen. Aber ich habe auch nicht vor, das Preußisch Blau komplett wieder zu egalisieren und wegzunehmen. Ich werde jetzt ein bisschen mehr mit der Perlfarbe Blau arbeiten und gucken, wie sich die Leinwand nach und nach verändern wird. Wenn ich mit dieser Bahn fertig bin, werde ich einen dunkleren blauen Part auf der Leinwand haben und auf der anderen Hälfte habe ich einen helleren Blauton. Und genau das werde ich jetzt ausnutzen, weil ich nämlich jetzt die Metallic-Farbe Gold auf meine Glättkelle gebe und damit dann den hellen Part und den dunklen Part auf der Leinwand verbinde. Falls ihr euch jetzt fragt, wo das ganze Gold geblieben ist, die Metallic-Farbe ist ebenfalls eine transluzente Farbe und sie ist dann teilweise nur in Spurenelementen vorhanden. Ich werde jetzt etwas kräftiger drücken, damit der Übertrag von der Glättkelle auf die Leinwand etwas größer ist und dann sieht man auch, dass der Goldauftrag optisch etwas mehr zunimmt. Für den Abschluss habe ich mich dazu entschieden, die Perlfarbe Blau zu verwenden und sie dann über den bereits blauen Part und die goldene Seite drüber zu ziehen und zu gucken, was passiert. Ich schaue mir die dann oben liegenden Farben an und auf einmal nehme ich eine Struktur wahr, die ich kürzlich in Wolken gesehen habe. Und es gefällt mir an und für sich so gut, dass ich versuche, ein bisschen eine wolkige Struktur mit dem Perlblau zu bekommen und andererseits eine leicht zurückhaltende Himmelsfarbe. Es ist tatsächlich ein Bild, an dessen Farbgebung ich mich noch gewöhnen muss, aber ich finde es auch sehr schön, was an den darunter liegenden Farben durchscheint. Und gerade rote Farbtöne habe ich doch teilweise eher selten, die so flächig verteilt sind. Dann schauen wir uns das Bild einmal im noch nassen Zustand an. Ich habe entschieden, dass es nach dem Perlblau keine weiteren Farben mehr geben wird, weil mir dieses zurückhaltende Blau, was entstanden ist, zusammen mit dem weißlichen Anteil des Perlblaus so richtig gut gefallen hat.
Die farbigen Anteile, die darunter liegen, das Rosa, das Türkis und das helle Grün, scheinen durch die eher zurückhaltenden blauen Strukturen richtig schön durch und leuchten vor allen Dingen sehr schön. Das Gold ist auch nicht so dick aufgetragen, was mir wiederum sehr gut gefällt. Es befindet sich teilweise in der blauen Struktur, manchmal als grünlich schimmernde Anteile. Und eine Ecke gibt es, wo das Gold tatsächlich etwas mehr Fläche hat. Ich habe eher selten rote Strukturen auf meinen Bildern. Wenn, dann ist das Rot präsenter als auf diesem Bild. Daran tatsächlich gewöhnen, aber jetzt kann ich eigentlich sagen, dass es mir tatsächlich gut gefällt, auch wenn es ein Experiment war und ich diese Farben normalerweise so nicht verwende. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir herzlich fürs Zuhören, ich wünsche dir eine gute Zeit, ich wünsche dir eine kreative Zeit. Wir werden uns mit neuen Videos im November wiedersehen und ich werde ab jetzt aufgrund der Situation, die ich beim letzten Mal geschildert habe, auf ein paar ältere Videos von mir zurückgreifen und sie euch Sonntagabends einspielen. Gerne könnt ihr Kommentare schreiben oder nach Dingen aus den Videos fragen. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal.